Kathi, was machst du denn so lange im Bad? Ich wasche mir die Haare. Die Haare? Aber wir müssen doch los. Kathi, bist du fertig? Nein, ich muss mir noch die Haare kämmen und föhnen. Und was noch? Lackierst du dir auch noch die Nägel? Ah, gute Idee. Oh nein, bitte nicht. Nein, das war ein Scherz. Aber ich muss mir noch die Zähne putzen. Bobby, fertig. Bobby? Bobby? Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Viele von euch haben die Hausaufgabe vom letzten Video richtig gemacht. Lots of you did the homework from the last video correctly. Sehr, sehr gut. So, in diesem Video sprechen wir über reflexive Verben mit Dativ. Und zuerst schauen wir uns nochmal den Sketch an. First, we will have a look at the skit or sketch again. Los geht's! Kathi, was machst du denn so lange im Bad? Kathi, was machst du denn so lange im Bad? So, the denn is a modal particle. I have a separate video about this. Yeah, the rest makes sense, no? Im Bad is in the bathroom. You can remember it as a chunk. Ich wasche mir die Haare. So, here it starts. Hier geht es los. Ich wasche mir die Haare. Mir ist ein Reflexivpronomen im Dativ. It's a reflexive pronoun in the dative. And that happens because we have an accusative object already, and that is die Haare. Die Haare ist Accusative. So, kind of you're saying like, I'm washing myself the hair. That's why you have it in the dative, because the mir has to be in the dative, because die Haare is already an accusative object. Alright? Aber mehr dazu später im nächsten Video. Die Haare? Die Haare? Aber wir müssen doch los. By the way, in German, usually we use die Haare in the plural. Ja, die Haare is plural. Das Haar is one hair. So in English it's always the hair, but in German we use it in the plural, okay? Aber wir müssen doch los. But we have to go. Los. Ja, we can just use the preposition los, it's short for, aber wir müssen doch losgehen. We have to get going. But often we just say los instead of losgehen or losfahren. Alright? Aber wir müssen doch los. Okay. 10 Minuten später. Kathi, bist du fertig? Bist du fertig? Rasmus, übrigens, das ist mein Video-Editor. This is my video-editor. He's also now ein Schauspieler. Er ist jetzt auch ein Schauspieler. He is also an actor now. So, he's saying fertig. You can also say fertig. Ja, beide sind richtig. Both are correct. Nein, ich muss mir noch die Haare kämmen und föhnen. Ich muss mir noch die Haare kämmen und föhnen. Same thing. Mir die Haare. So you have first mir in the dative and then die Haare is the accusative object. I will show you this in the next video with a graph. Okay? So, kämmen und föhnen is to blow dry. So, for example, how would you say, I blow dry my hair? A very simple sentence. I blow dry my hair. Du kannst sagen, ich föhne mir die Haare. Ich föhne mir die Haare. Alternatively, you could also just say, ich föhne die Haare. But it's a bit unclear who you're doing it to. Yeah? So normally we will say, ich föhne mir die Haare when you're doing it to yourself. Otherwise, you could also say, ich föhne meiner Tochter die Haare. I'm blow drying my daughter's hair. Ich föhne meiner Tochter, das ist Dativ, die Haare. Okay? Und was noch? Und was noch? And what else? Lackierst du dir noch die Nägel? Here we again we have it. Sich die Nägel lackieren. To paint one's nails, yeah? It's reflexive.
So, how would you say I paint my nails? I paint my nails. Ich lackiere mir die Nägel. Ich lackiere mir die Nägel. Again, you could also use it without mir. Ich lackiere die Nägel. But then it's not really clear that you're doing it to yourself, yeah? That you're painting your nails. Alright? Lackierst du dir auch noch die Nägel? Ah, gute Idee. Gute Idee. Oh nein, bitte nicht. Nein, das war... Er sagt nicht. Wir sagen oft nicht statt nicht. Ja? This is very common that we say nicht instead of nicht. Das war ein Scherz. That was a joke. Or just kidding. Ja? Das war ein Scherz. Just kidding. That was just a joke. Ein Scherz. Aber ich muss mir noch die Zähne putzen. Aber ich muss mir noch die Zähne putzen. I have to brush the teeth. And again, the infinitive is sich die Zähne putzen. Okay? And it uses the reflexive pronoun in the dative. Alright? So, how would you say, I brush my teeth? Ich putze mir die Zähne. You're doing it to yourself. Yeah? I hope this makes sense, but it will also get clearer in the next video when we talk about these reflexive pronouns in the dative. I will show you, okay? 30 Minuten später. Bobby! Fertig! Bobby? Bobby! Und Bobby, what is he doing? What do you call this? Wie sagt man das auf Deutsch? Bobby schnarcht. Ja? Or also just Bobby schläft oder schnarcht. Schnarchen. Okay. Okay, super. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. I hope you enjoyed this video. And in the next video, we will go into more detail about the reflexive pronouns in the dative. And then in the following videos, we will look at more examples and so on. So, schreibe diesen Satz auf Deutsch in die Kommentare. I paint my nails every day. Let me know in the comments. Was man schreibt, bleibt. Whatever you write stays in your head. Alles klar. Also check out my German Academy. The link is in the description. Dankeschön und tschüss.